So this nice guy down here is our boss, Professor Andreas Michelsen, who is by vocation a specialist for internal medicine and cardiology. And fortunately, he is a big lover of India. So when he took the position at our university as head of the department for CAM, that was sort of a momentum chance to include research on Ayurveda, on yoga, and on meditation, etc. In our department, which before had a focus on complementary medicine in terms of European forms of CAM, also acupuncture, Chinese medicine. So Ayurveda was not very big before, and now it is becoming bigger due to his efforts also. Also dieser nette Herr hier unten rechts ist Andreas Michelsen, unser Chef, und das war ein sehr glücklicher Umstand, dass er vor 4 Jahren diese Position eingenommen hat, da er sehr indophil ist. Und vorher waren die Schwerpunkte eigentlich sehr stark auch auf klassischer europäischer Naturheilkunde, auf chinesischer Medizin etc. Und durch ihn haben jetzt die indischen Medizinsysteme, also Ayurveda, Yoga und auch Meditation, sowohl in der Klinik als auch in der Forschung eine sehr bedeutsame Position bekommen. So as you can see, Ayurveda is not our super focus, it's part of our integrative medical approach. And all of the doctors who work in our department are conventionally trained medical doctors who have their specialities within the field of CAM. So we're not doing following an either-or concept, but we're trying to integrate both conventional medicine and complementary medicine in our department. Also wie Sie hier sehen können, Ayurveda ist nicht unser einer Schwerpunkt, sondern Ayurveda ist Bestandteil unseres integrativmedizinischen Ansatzes. Alle bei uns arbeitenden Ärzte und auch das Pflegepersonal sind überzeugt auch in der Schulmedizin tätig, und unser Ansatz ist nicht ein Entweder-oder-Ansatz, entweder Komplementärmedizin oder Ayurveda, sondern wir versuchen das eben zu integrieren und machen das mit Lust und Liebe zum Thema und auch relativ erfolgreich. So, I don't want to bore you with what Ayurveda is. I just want to get that back onto your into your mind for a second. So, I mean, if we would do an interview somewhere here in Bierstein Central or in Frankfurt, people would answer a vast amount of things when we'd ask them, what Ayurveda is. So, for you, this is very easy to answer for all of us here. Of course, Ayurveda in principle could integrate elements of all of this. Because by its self-definition or by literal translation, the knowledge of lifespan, that can, in principle, implicate a vast number of things. So let's keep that in mind, that Ayurveda is a whole medical system. It's not a tool, but it's a toolbox. Also vielleicht mal ganz kurz, also wenn wir Leute fragen würden auf der Straße, irgendwie in Bierstein oder in Frankfurt, was Ayurveda ist, Mikrofon hinhalten, dann kommt unglaublich viel dabei raus. Also von Aloe Vera über Meditation, Prävention, Ernährung etc., ganz viele verschiedene Antworten. Und ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, das wissen Sie alle schon längst. Aus der Eigendefinition heraus kann Ayurveda alles Mögliche sein. Ja? Weil Ayurveda wörtlich übersetzt, das Wissen von der Lebensspanne oder die Wissenschaft von der langen Lebensspanne noch präziser übersetzt, kann ja erstmal ziemlich viel implizieren. Was ich dabei sehr wichtig finde, ist, dass es ein sogenanntes Whole Medical System ist. Also Ayurveda ist kein Werkzeug, sondern Ayurveda ist eine ganze Werkzeugkiste. Es ist ein System, das für sich beansprucht, nicht nur für einzelne Indikationen oder Diagnosen zuständig zu sein, sondern eben für Gesundheit insgesamt. Und wieso ich das jetzt nochmal hier betone, auch wenn Sie das alle schon längst wissen, ist, weil das eben auch in der Wissenschaft mittlerweile angekommen ist, dass es sich hierbei nicht um nur wieder irgendeine neue Methode handelt, sondern es ist ein System und muss dementsprechend eben auch in der Wissenschaft so analysiert werden. We'll just skip this, the definition of health, or just a couple of words for this. I always find, that in particular in the complementary scene, there's always a lot of criticism towards conventional medicine, which sometimes tends to be very unproductive. To say that, conventional medicine is sort of, the Darth Vader, within medicine, sort of evil, dark, biomechanic, etc., etc. But when we look at the
at our own conventional definition of health from the WHO, which is, the global headquarters for conventional medicine, it says health, is a condition of physical, mental, social well-being, and not only the absence of disease and Behinderung, was heißt Behinderung, and limitations. So this is very holistic. I mean, let's take a look at this. This is super holistic, and this is from the headquarters of the WHO. So, this knowledge is also at least, lying dormant, but it is also part of the conventional approach. So let's keep that in mind, that it's not, either or, conventional against CAM, Ayurveda against conventional medicine. Let's try to bring things together. And not to repeat the definition from Sushruta Samhita, you all have heard this several times before. Also hier nochmal ganz kurz, ich denke, es ist immer wichtig, auch nochmal dem nachzugehen, dass ganzheitliche Definitionen von Gesundheit, Krankheit auch in der Schulmedizin vorhanden sind und dass es oft wenig hilfreich ist, gerade aus der komplementärmedizinischen Szene, immer mit großen Geschossen gegen die Schulmedizin vorzugehen, die so biomechanisch ist, so leblos, so reduktionistisch etc. etc. Wir finden eben eigentlich auch Schönheit in der Schulmedizin selbst, und die WHO als Schaltzentrale, als globale Schaltzentrale für die Schulmedizin hat solche Definitionen hervorgebracht, die sehr ganzheitlich sind. Also ich glaube, es lohnt sich auch mal genau hinzugucken, wo man Brücken schlagen kann oder bereits existierende Brücken auch zu begehen. And this is also very trivial for all of you. I mean, all of you know this already by being experts in Ayurveda, but patient self-effectiveness and methods of self-healing, they have a very prominent standing in Ayurveda. So let's make use of this also. I mean, this is on the plate of current health care discussions worldwide. Prevention, primary, secondary, tertiary prevention, including the active involvement of our patients. So this is not something that we only find in Ayurveda, but we also find that in day-to-day conventional discussions, where, however, we oftentimes see that we're still lacking strategies. And here we can really make full use of the potentials of Ayurveda. Also vielleicht nochmal kurze Rekursnahme auf die Themen Selbstwirksamkeit und Selbstheilung. Das wissen wir ja alle, es hat ja wirklich eine herausragende und zentrale Stellung in der Ayurveda-Medizin. Und interessanterweise sind diese Themen seit einigen Jahren wirklich überall auf der Agenda in der Schulmedizin, in der Wissenschaft, wenn es um Kostenerstattung geht, wenn es um Kosteneinsparung geht, bei den Krankenkassen. Also das sind Themen, die wirklich sehr prävalent sind in aktuellen Gesundheitsdebatten. Und ich denke, das ist gerade was, wo wir wirklich sagen können, hier haben wir im Ayurveda unheimlich viel anzubieten und auch anzubieten im Gespräch mit der konventionellen Medizin. Da können wir echt einen großen Beitrag leisten. So I'll skip this, just for the scope of Ayurveda. There's almost 500,000 Ayurvedic physicians registered in South Asia alone. There's more than 300 institutes where you can systematically learn Ayurveda. There's more than 10 international journals. And Ram Manohar has launched this fantastic database, Dhara. So this is not something exotic. Even on a global scale, it is not exotic. It's a mainstream system of medicine. Let's keep that in mind. Also Ayurveda ist kein Exotensystem. Ayurveda ist Breitenmedizin in seinen Ursprungsländern und ist mittlerweile auch von globaler Relevanz. Und es gibt diese tolle Datenbank von Ram Manohar, die ich euch und Ihnen allen wirklich nochmal nahelegen möchte. Das ist wirklich ein richtiger Meilenstein, auch im Kontext von Seriosifizierung im Wissenschaftsbereich. Also diese Datenbank, die im Prinzip wie Medline funktioniert, ist ein echter Meilenstein auch der letzten Jahre. So you might want to check that out. Up to now, just rechecked it a couple of days ago. There is already more than 53,000 references for Ayurvedic studies and publications out in that database. So it's very helpful, in particular when you're facing criticism from conventional colleagues, who say it's all unscientific, etc. You can just refer to that database and you have a very good backup.
Also hier nochmal die Einladung, sich auch mal mit dieser Datenbank zu beschäftigen. Echt toll, was Ram mit seinem Team da geleistet hat. Gerade wenn Sie mal so in solche Situationen kommen, dass Leute Ayurveda kritisieren, sagen, es ist unwissenschaftlich, es gibt keine Daten und so weiter, dann können Sie vielleicht auch mal darauf Bezug nehmen und die Leute einfach einladen, sich da mal einzuloggen und mal ein bisschen rumzuspielen. Das ist wirklich ganz toll. I'll skip that. Well, just one word to the German Medical Association for Ayurvedic Medicine. We're just now in a very exciting process in Germany. We're trying to get through a super qualification for Ayurveda medicine for medical doctors in Germany at the topmost board of medical doctors in Germany. It's not exactly an easy thing to do, and it will be a process of somewhere between 2 to 5, maybe even more years or so. But we've started to do that. So you're seeing that, you know, the advent of Ayurveda within the medical doctors community, you know, has finally taken place. Also hier nochmal vielleicht ganz kurz so auch, was wir so machen. Es gibt die Deutsche Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin, die DGAM, die wirklich einen großen Beitrag versucht auch zu leisten. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Zusatzbezeichnung für Ayurveda-Medizin für Ärzte bei der Bundesärztekammer durchzubringen, was sicher nicht einfach ist, ein Prozess, der mehrere Jahre dauert, aber Sie sehen auch, es geht immer weiter. Ja? Und es erreicht wirklich mittlerweile auch die Kernsphären der Entscheidungsträger im Gesundheitswesen. And also, you know, let's keep in mind that we're always, when we do Ayurveda, then when we work with Ayurveda, we're always trying to work multimodal. So hardly any one of us involved in Ayurveda works unimodal, but we're always making use of a vast variety of different therapeutic elements with the ultimate goal to achieve synergy, therapeutic synergy. So this is something that I would really motivate you, if you're not already doing it, to really make use of this multi-modality and the beauty that lies within it, to eventually take care that 1 + 1 + 1 does not result in 3, but maybe 5 or 10 or 50. Also vielleicht nochmal Multimodalität freisetzen, beziehungsweise überhaupt nochmal drüber nachdenken, was eigentlich die gleichzeitige oder sequentielle Anwendung von verschiedenen therapeutischen Elementen, was das bewirken kann und dass das mitunter erhebliche Synergien, therapeutische Synergien freisetzen kann, die wir uns zunutze machen können in unseren therapeutischen Prozessen, damit 1 + 1 + 1 im günstigsten Fall nicht 3 ist oder nur 3 ist, sondern vielleicht 5 oder 10 oder 50. And I mean, Tangavelu just really outlined, I don't have to say anything, but perfectly by quoting Hippocrates. I mean, this is basically a variety of that also, and it's so nicely combinable with other forms of medicine. Also vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, wenn Sie mögen, dass gerade im Ayurveda wir wirklich fest davon überzeugt sind, dass alles mit allem zusammenhängt. Und Professor Tangavelu hat das eben nochmal mit dem Zitat von Hippokrates wirklich nochmal wunderbar in einer etwas abgewandelten Form unterstrichen. Und Ayurveda ist wirklich super kombinierbar. I would really like to dwell on that before I go into the cases for another minute.